Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Stufen, die bergab führen. Niemals eine gute Idee. Niemals. Oh nein. Also das Spiel wäre ein krass guter Horrorfilm, muss man echt sagen. Oh, die Tür ist verschlossen. Ist auch verschlossen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, als hier reinzugehen. Warum hat sie die Taschenlampe ausgemacht? Wo ist unsere Taschenlampe, Mädel? Oh Gott. Die Tür ist gerade zugegangen. Ich sehe da auch nichts mehr. Nightmare Circus. Das schauen wir uns gleich an. Ah ne, müssen wir uns jetzt anschauen. Da sehen wir noch ein Bild. Bruder und Schwester, große Schwester oder Mutter und Sohn wahrscheinlich eher. Glücklichere Zeiten. Nightmare Circus von Ferncom. Achso, mehr können wir damit nicht machen. Können wir uns hinten was durchlesen? A circus burns to the ground on opening night, killing dozens. The owner is put to death by an enraged mob of townsfolk. Just as he shouts out a curse, now Raven, a dark-souled wanderer, comes to the ruins at dusk in search of his missing mother. Let the show begin. Ist das, was hier passiert ist vorher? Und hier wohnt jemand. After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home, bittersweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum and did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Okay. Also war sie wohl wegen ihrer auch Tablettensucht. Man muss ja relativ viel reininterpretieren. Vielleicht verstehe ich manches auch einfach nicht. Anscheinend auch kurzzeitig mal weg. In der Klinik. Disconnect notice. After multiple attempts to collect payment, we regret to inform you that your service has been disconnected or will be disconnected shortly. Please do the following. Make the payment listed on your last bill. Contact us on 555-7868 and we can arrange a payment plan so that you can immediately be reconnected. If you believe that this is an error, call us to discuss your options. If you are unable to make payment, please contact your local welfare office to discuss a placement for you and your loved ones. Winter in Maine is cold and brutal. Don't face it without electricity. The Dunwich Power Company. Also ging es mit dem Park dann wohl irgendwann zu Ende. Was haben wir hier? A shocking true story. Hunger. The true story of the Donners. On April 6, 1846, a group of covered wagons began the 2,500-mile journey to California. Just 8 months later, they found themselves stranded in Sierra Nevada mountains with very little to bite or sup. It was to become, wenn es mal ruhig halten würde, it was to become one of the greatest tragedies of westward migration that the world has ever seen. Now our panel of donor experts have uncovered compelling evidence that the families were forced to resort to cannibalism in order to survive that terrible winter. In this never-before-seen expose, read about how the donor children were forced to eat their brothers and sisters in order to survive.
All here in the pages of this shocking true story. Sogar mit ISBN-Nummer. Wie führt das alles zusammen? Hier hat einer sein Bett nicht gemacht. Da ist das nächste Buch. The Wilting. Ja, hier sind aber noch einige Räume. The Wilting. Ups. Von Susan Anscombe. With this novel, Susan Anscombe cements her places as one of the most important science fiction writers of a generation. The Wilting, a solar flare has struck the Earth. Millions of people are uprooted from the young material, searches desperately for a way to global bla bla bla. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall Science-Fiction-Literatur, die hier rumliegt. Da haben wir einen Zauberwürfel. Können wir den machen? Sieht irgendwie sieht sie dick aus. Da ist irgendwo was. Das ist ein bisschen schmutzig an der einen Seite. Aber da war jetzt nichts, was wir hätten machen können, außer vielleicht so ein Easter Egg. Oh nein, keine Puppen bitte. Keine Puppen. I love you from Callum. Don't leave me! Bitte sei lieb zu mir. Oh nein. Oh nein. Solche Räume sind nie gut im Keller irgendwo. Oh je. Ich glaube, ich sollte mal mehr ins Licht gehen, wenn ich das hochhalte, damit ich auch was sehe. Aber da ist kein Blut oder sonst irgendwas dran. Warum können wir das denn nicht mitnehmen? Ich meine, wir wissen ja nicht mal, wo wir sind. Was haben wir hier? Nix. Warum konnten wir das untersuchen? Das ist natürlich auch die Frage. Die Tür wird wahrscheinlich zu sein. Ich will gar nicht wissen, was aus dem Kühlschrank rauskommt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Normales Essen. Tatsache. Naja, so normal sieht es auch nicht aus. Tja. Ach, was soll's. Jetzt haben wir schon an so vielen Türen gerüttelt. Warum soll die nicht auch verschlossen sein? Okay. Wo ist diese Kreatur hin? Und mach doch bitte mal wieder die Taschenlampe an. Hier ist ein Fernseher. Mach bitte die Taschenlampe. Da hinten geht's immer noch weiter. Um Gottes... War das der Fernseher gerade? Miss Maylard, as we agreed on our meeting today, we consider you fully recovered from your illness. This letter is official notification that you are considered sound of mind and body and may return to work at any time. Please note that you should discontinue any medication that you have been using and dispose of any remaining medicines. If you feel at any time that you are suffering a relapse, then please make contact with your local physician immediately. Wish you continued good health, Dr. Spencer, Dunwich Medical. Lorraine, I received your letter and I'm quite surprised. You ran off with your father all those years ago, then disappeared off the edge of the map, and then when I finally tracked you down, refused to answer any of my letters. And now you write to me asking for help. I have another family now and another life. Your father was a horrible man, and I regret the years that I wasted with him. I loved you, I truly did, but every year you grew more and more like him. You were his girl, never really mine.
Still, I would have fought for custody if you hadn't run away with him. It broke my heart, but I needed to go on living. I can't let you back into my life without picking open old wounds. I'm sorry, Lorraine, but I just can't do it. Maybe one day it will be easier and I can meet Callum, but not yet. I'm not ready to forgive you. Please don't contact me again. Karen. Also haben wir wohl unsere Mutter um Hilfe gebeten, aber sie hat uns quasi zurückgewiesen. Da sehen wir wieder Kinderbilder, wahrscheinlich von Callum. Don't make me look at it. Was sind das denn hier für Räumlichkeiten? Da ist wieder ein Bild. Irgendwie im Wasser miteinander spielen. Da haben wir noch eine Notiz. Wow, kleiner kann man das nicht schreiben. Miss Maylard, our inquiry into the estate of Mr. Donald Williams has been completed. We regret to inform you that the primary beneficiaries of this estate, including the life insurance settlement for accidental death, were listed as Rose Williams and Richard Williams of New York State, the deceased parents. Our agent made contact with Mr. and Mrs. Williams and explained your situation, especially as regards the birth of Donald's son Callum. Unfortunately, they were not receptive to our overtures, and they specified that without any legal proof of a biological relationship, they consider you ineligible to receive any of the monies from Donald's estate. They have asked that we no longer contact them regarding this matter. I understand that this may have a negative impact on your current financial situation. I hope that I'm not being too forward when I enclose the bill for our services with this letter. Also hat sie nichts von der Lebensversicherung vom Vater abbekommen, weil sie nicht verheiratet waren. Also Lebensversicherung von ihrem Mann, vom Lebensgefährten, der quasi der Vater von Callum ist. Nichts abbekommen, weil die Eltern das Geld quasi eingestrichen haben und ihr nichts davon gegeben haben, und die Eltern wollten quasi einen Beweis, dass überhaupt er der biologische Vater ist. Sie ist wohl wirklich ein bisschen drüber verrückt geworden. Hier geht's wohl nirgendwo lang. Nee. Dann öffnen wir die Tür. Und es geht noch weiter runter. Sind das nicht dieselben Räume wie vorher? Das klingt aber nicht gut. Wir laufen doch im Kreis. Das haben wir alles schon gelesen. Huch. Nee, das sieht nur gleich aus. Steht hier auch dasselbe hinten drauf? Na, komm schon. The park it was. A waiting on a child for taking, using joy for baiting, while the mother's mind is breaking. Hier liegen andere Sachen. Examine. Das sind die Tabletten, die wir genommen haben. Aber da ist mein Englisch dann nicht gut genug. 2 tablets by mouth. In the morning, then 1 tablet. Okay. Auf jeden Fall die Dosierung steht drauf, aber hier auf dem Zettel steht jetzt was anderes. Things aren't right between us at the moment, I know. I want to try and explain it. I think it is because I'm so far from home and I'm working so hard. Every day working at the park. It gets worse, like a spring inside my mind, winding tighter and tighter and tighter. When we go for drinks after work, it gets a little better. The guys relax and we laugh, and we are good people again.
I don't want to come home to you without being in my right mind. But when this job is done, we need to get out of this place. We need to go back to the city, where I don't feel like this anymore. I love you, Donald. P.S. I was thinking about name for boys and girls. I like Callum for a boy and Emma if it is a girl. Das war Callums Vater. Mal schauen, was aus den Hungernden geworden ist. In the spring of 1933, in the Soviet Ukraine, an entire population found themselves without food. Over the course of the coming month, the situation grew critical, and reports of malnutrition began to filter into the upper echelons of government. The people had been left with very little. Entschuldigung, man darf auch mal lachen hier bei dem Spiel. It was become one of the greatest tragedies of mass starvation that the world has ever seen. Now our panel of Soviet experts have uncovered compelling evidence that the families were forced to resort to cannibalism. Okay, also haben sich wieder gegenseitig gefressen. Oh Mann, was ist hier passiert? Schauen wir auch mal schnell. Da hat sich... Da unten stand was. Lorraine is back, and you would better believe that she is bigger and bolder than ever. A way to stop global overheating, and an exotic dancer named Lorraine is the key to saving the world again. Hätten wir es vorher mal komplett durchlesen sollen, das hätte Sinn gemacht. Was haben wir hier? Jetzt wieder den Würfel. Da stehen jetzt Sachen drauf. Shy. Happy. Shy, her. She. Okay. Kann jetzt erstmal nichts draus machen, muss ich gestehen. I love you from Callum. Das ist gleich geblieben. Die Puppe springt uns immer noch nicht an, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Show yourself. Da war Callum. Mist, die Shoppinglist haben wir das letzte Mal vergessen. Remember, take the pills, follow up with Dr. Spencer, organize babysitter for Callum. Oh nein, die ist weg. Hat Callum die mitgenommen? Die Tür ist doch bestimmt zu. Scheiße. Was ist hier jetzt noch drin? Das andere sieht jetzt auch nicht mehr so frisch aus, wie es eben noch war. Der Fernseher an. Eigener Schatten. Boah, bin ich gerade erschrocken. Oh, Mann. Lorraine, I received your letter and I'm quite surprised. Okay, I didn't run away. Dad took me. Das hat sie einfach über den Brief drüber geschrieben. Alter Schwede, bin ich gerade erschrocken wegen dem Schatten. Mich irritiert, dass sie die Taschenlampe nicht mehr benutzt. Jetzt können wir nochmal hier schauen. Gibt es hier nochmal... Kann man die noch lesen?
Was ist das da drauf? Will ich wahrscheinlich gar nicht wissen. Gibt es jetzt Runde Nummer 3?